Irgendwie wollte Fred Tacke sich praktisch verhalten. Er holte sich aus der Universitätsbibliothek Bücher über die Zerstörung der deutschen Städte 1944 und prüft die Weltrüstungslage. Aufrüstung führt zum Krieg. Abrüstung, linear, einfach, unkooperativ, macht den Krieg möglich. Uns schützt allein die Tatsache, sagt Tacke, dass die Rüstungssysteme der einen Seite aus Schlamperei auf die der anderen Seite zurzeit nicht passen. Freds Hoffnungen blieben schwach. Wie gesagt, wollte Fred Tacke sich praktisch verhalten. Er zweigte Stunden von seinem Beruf ab, um auf einem Privatflughafen in Nordhessen den Flugzeugführerschein für Kleinstflugzeuge zu erwerben. Bald besaß er eine eigene Maschine. Wenn er eine Zwischenlandung in Nordnorwegen einrechnete, konnte er mit diesem Flugzeug in 12 Stunden in Spitzbergen sein. Die Ladung besteht im Wesentlichen aus Benzin und Wasser. Als Fluggepäck er selbst und seine Waschtasche. Im Frühling reiste Fred Tacke nach Spitzbergen. Probeflug. Er hat dort eine Blockhütte gemietet. In seiner Blockhütte hat er ein Buderus-Öfchen und Vorräte für 3 Jahre. So will er den 3. Weltkrieg überwintern.
Dann lernte er im November 1981 Annie Fredersdorf kennen. Bald war sie von ihm schwanger. Er hat jetzt in seinem Leben einen Baum gepflanzt, ein Kind gezeugt, fehlt noch die Rettung. Es ergab sich aber, dass Spitzbergen gar nicht so sicher war im Kriegsfall, wie es nach den ersten Studien schien. Gerade die Eisfelder der Polarregion, an denen die Großmächte einander am nächsten sind, so hört er, werden Hauptgefechtsgebiet sein. Gott sei Dank, rief er, kann ich noch umplanen. Auf die Blockhütte wird er verzichten müssen. Seine Gedanken gingen jetzt nach Süden. Wenn ich 10 Stunden fliegen kann, 10 Tage. 10 Tage, 10 Tage. Es gibt dort, tief im Süden, an den Packeisgrenzen der Antarktis, die Inselgruppe der Kerguelen. Der Transportweg für die drei, ihn selbst, die Kriegsmutter, das Kind, eventuell noch ein Stück Pappelrinde als Erinnerung an Europa, macht ihm Sorge. 2500 Liter Sprit sind in Kilogramm mal 7, zwar 5 mal 7. Er ist als Buchhalter tätig. Die Rettung kostet ein Vermögen. 264, 1734, 432, 2504, 140, 4.300, was haben wir Steuer, dann 12.000, macht 22.476 plus 1120, das ist interessant, 4.516, 632, 40, macht zusammen 22.446 Mark und 40 Pfennig, das müsste stimmen, warte mal, jetzt muss ich das, so, müsste man noch mal rechnen, lass mich mal gucken, wie viel braucht man denn an Sprit, das ist ja, 2.500 Liter insgesamt. Und dann Trinkwasser für 10 Tage. 10 Tage dauert die Strecke, also mindestens 50 Liter. 50 Liter, in jedem Fall. 50 Liter, das ging ja. So, hier gehen wir runter, dann gehen wir über darüber, über Tunesien, wahrscheinlich direkt über Polen. Dann gehen wir die Küste entlang, Afrika, Westküste. Fred reist also mit dem Flugapparat in Richtung Süden, gelangt zu den rettenden Inseln, wartet dort einige Zeit, die Krise löst sich, Entwarnung. Jetzt befindet er sich mitten in Afrika auf der Rückreise. Und in diesem Moment kommt die Katastrophe wirklich. Mein Gott, da kommt die Nachricht, Schluss. Das lässt sich alles nicht planen. Er hätte so gerne eine praktische Lösung gefunden.
So grub er zuletzt wenigstens im Garten seines Hauses einen Stollen, der 52 Meter in die Tiefe führte und dort unten einen Hohlraum für 3 Personen nebst Vorräten vorsah. Wer weiß, was das nutzt.